Guten Tag, ich brauche dringend Hilfe. Mein Sohn hat sich gerade verletzt. Guten Tag, ich brauche dringend Hilfe. Mein Sohn hat sich gerade verletzt. Kein Problem. Wir kümmern uns um Sie. Wie ist Ihr Name und wo sind Sie? Kein Problem. Wir kümmern uns um Sie. Wie ist Ihr Name und wo sind Sie? Mein Name ist Laura und wir sind zu Hause. Mein Sohn hat sich am Arm verletzt. Mein Name ist Laura und wir sind zu Hause. Mein Sohn hat sich am Arm verletzt. Verstehe. Wie schwer ist die Verletzung? Kann Ihr Sohn den Arm noch bewegen? Verstehe. Wie schwer ist die Verletzung? Kann Ihr Sohn den Arm noch bewegen? Ich glaube schon, aber es tut ihm sehr weh. Es blutet auch. Ich glaube schon, aber es tut ihm sehr weh. Es blutet auch. Gut, dann bleiben Sie am besten am Telefon und ich verbinde Sie mit unserem medizinischen Fachpersonal. Gut, dann bleiben Sie am besten am Telefon und ich verbinde Sie mit unserem medizinischen Fachpersonal. Bitte warten Sie einen Moment. Bitte warten Sie einen Moment. Guten Tag, hier spricht der Arzt. Was ist passiert? Guten Tag, hier spricht der Arzt. Was ist passiert? Mein Sohn hat sich am Arm verletzt und es blutet. Was soll ich tun? Mein Sohn hat sich am Arm verletzt und es blutet. Was soll ich tun? Versuchen Sie, die Blutung zu stoppen, indem Sie eine sterile Kompresse oder ein sauberes Tuch auf die Wunde legen und festhalten. Versuchen Sie, die Blutung zu stoppen, indem Sie eine sterile Kompresse oder ein sauberes Tuch auf die Wunde legen und festhalten. Wenn es nicht aufhört zu bluten, bringen Sie ihn sofort ins Krankenhaus. Wenn es nicht aufhört zu bluten, bringen Sie ihn sofort ins Krankenhaus. Ich schicke Ihnen einen Krankenwagen, um Sie abzuholen. Ich schicke Ihnen einen Krankenwagen, um Sie abzuholen. Okay. Vielen Dank. Wir warten auf den Krankenwagen. Okay. Vielen Dank. Wir warten auf den Krankenwagen. Wie ist Ihr Sohn? Kann er atmen und sprechen? Wie ist Ihr Sohn? Kann er atmen und sprechen? Ja, er kann normal atmen und sprechen. Es ist nur sein Arm, der verletzt ist. Ja, er kann normal atmen und sprechen. Es ist nur sein Arm, der verletzt ist. Gut, dann beruhigen Sie ihn und bleiben Sie bei ihm, bis der Krankenwagen eintrifft. Gut, dann beruhigen Sie ihn und bleiben Sie bei ihm, bis der Krankenwagen eintrifft. Wir werden uns um alles Weitere kümmern. Wir werden uns um alles Weitere kümmern. Danke, ich werde das tun. Danke, ich werde das tun. Wenn Sie weitere Fragen haben oder sich der Zustand Ihres Sohnes verschlechtert, rufen Sie uns bitte sofort zurück. Wenn Sie weitere Fragen haben oder sich der Zustand Ihres Sohnes verschlechtert, rufen Sie uns bitte sofort zurück. Verstanden, danke. Verstanden, danke. Auf Wiederhören und gute Besserung. Auf Wiederhören und gute Besserung. Guten Abend, ich bin Frau Schmidt und ich glaube, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Guten Abend, ich bin Frau Schmidt und ich glaube, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Guten Abend, Frau Schmidt. Ich verstehe. Wie geht es Ihnen?
Guten Abend, Frau Schmidt. Ich verstehe. Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr schlecht. Ich habe seit Stunden Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Mir geht es sehr schlecht. Ich habe seit Stunden Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Das hört sich nicht gut an. Haben Sie noch andere Symptome wie Fieber oder Bauchkrämpfe? Das hört sich nicht gut an. Haben Sie noch andere Symptome wie Fieber oder Bauchkrämpfe? Ja, ich habe auch Fieber und starke Bauchkrämpfe. Ja, ich habe auch Fieber und starke Bauchkrämpfe. In Ordnung. Wir werden Sie gleich in die Notaufnahme bringen, um Sie untersuchen zu lassen. In Ordnung. Wir werden Sie gleich in die Notaufnahme bringen, um Sie untersuchen zu lassen. Wie lange haben Sie schon diese Symptome? Wie lange haben Sie schon diese Symptome? Seit etwa 6 Stunden. Seit etwa 6 Stunden. Gut, bitte bleiben Sie am Telefon und ich werde Sie mit unserem medizinischen Fachpersonal verbinden. Gut, bitte bleiben Sie am Telefon und ich werde Sie mit unserem medizinischen Fachpersonal verbinden. Wir werden Sie schnellstmöglich untersuchen lassen. Wir werden Sie schnellstmöglich untersuchen lassen. Guten Abend, hier spricht der Arzt. Was ist passiert? Guten Abend, hier spricht der Arzt. Was ist passiert? Guten Abend, Herr Doktor. Wir haben eine Patientin hier, Frau Schmidt, die an einer Lebensmittelvergiftung leidet. Guten Abend, Herr Doktor. Wir haben eine Patientin hier, Frau Schmidt, die an einer Lebensmittelvergiftung leidet. Sie hat seit mehreren Stunden Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und Bauchkrämpfe. Sie hat seit mehreren Stunden Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und Bauchkrämpfe. Verstehe. Frau Schmidt, wie geht es Ihnen jetzt? Verstehe. Frau Schmidt, wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es immer noch sehr schlecht, ich kann kaum aufstehen. Mir geht es immer noch sehr schlecht, ich kann kaum aufstehen. In Ordnung. Wir werden Sie umgehend untersuchen lassen. In Ordnung. Wir werden Sie umgehend untersuchen lassen. Bitte bleiben Sie am Telefon und wir werden einen Krankenwagen schicken, um Sie abzuholen. Bitte bleiben Sie am Telefon und wir werden einen Krankenwagen schicken, um Sie abzuholen. Danke, ich bin Ihnen sehr dankbar. Danke, ich bin Ihnen sehr dankbar. Kein Problem. Das ist unser Job. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder sich Ihr Zustand verschlechtert, rufen Sie uns bitte sofort zurück. Kein Problem. Das ist unser Job. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder sich Ihr Zustand verschlechtert, rufen Sie uns bitte sofort zurück. Verstanden, danke. Verstanden, danke. Gute Besserung, Frau Schmidt. Gute Besserung, Frau Schmidt. Hallo, ich bin Herr Müller und ich habe starke Schmerzen in der Brust. Hallo, ich bin Herr Müller und ich habe starke Schmerzen in der Brust. Hallo, Herr Müller, haben Sie auch Atemnot oder Schmerzen, die in den Arm oder den Hals ausstrahlen? Hallo, Herr Müller, haben Sie auch Atemnot oder Schmerzen, die in den Arm oder den Hals ausstrahlen? Ich habe auch Atemnot und Schmerzen, die in meinen linken Arm ausstrahlen. Ich habe auch Atemnot und Schmerzen, die in meinen linken Arm ausstrahlen.
In Ordnung. Das hört sich nach einem möglichen Herzinfarkt an. In Ordnung. Das hört sich nach einem möglichen Herzinfarkt an. Bitte bleiben Sie am Telefon und ich werde Sie mit dem medizinischen Fachpersonal verbinden. Bitte bleiben Sie am Telefon und ich werde Sie mit dem medizinischen Fachpersonal verbinden. Wir werden einen Krankenwagen schicken, um Sie abzuholen. Wir werden einen Krankenwagen schicken, um Sie abzuholen. Hallo, hier spricht der Arzt. Was ist passiert? Hallo, hier spricht der Arzt. Was ist passiert? Hallo, Frau Doktor. Wir haben hier einen Patienten. Hallo, Frau Doktor. Wir haben hier einen Patienten. Herrn Müller, der starke Schmerzen in der Brust hat, die in seinen linken Arm ausstrahlen, und er hat auch Atemnot. Herrn Müller, der starke Schmerzen in der Brust hat, die in seinen linken Arm ausstrahlen, und er hat auch Atemnot. Verstehe. Herr Müller, wie geht es Ihnen jetzt? Verstehe. Herr Müller, wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es sehr schlecht. Ich habe sehr starke Schmerzen in der Brust, und ich kann kaum atmen. Mir geht es sehr schlecht. Ich habe sehr starke Schmerzen in der Brust, und ich kann kaum atmen. Gut, wir werden Sie sofort in die Notaufnahme bringen, um Sie untersuchen zu lassen. Gut, wir werden Sie sofort in die Notaufnahme bringen, um Sie untersuchen zu lassen. Bitte bleiben Sie am Telefon und wir werden einen Krankenwagen schicken, um Sie abzuholen. Bitte bleiben Sie am Telefon und wir werden einen Krankenwagen schicken, um Sie abzuholen. Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Kein Problem, das ist unser Job. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder sich Ihr Zustand verschlechtert, rufen Sie uns bitte sofort zurück. Kein Problem, das ist unser Job. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder sich Ihr Zustand verschlechtert, rufen Sie uns bitte sofort zurück. Verstanden, danke. Verstanden, danke. Bleiben Sie ruhig und versuchen Sie tief durchzuatmen. Der Krankenwagen wird gleich da sein. Bleiben Sie ruhig und versuchen Sie tief durchzuatmen. Der Krankenwagen wird gleich da sein. Hallo, ich brauche dringend medizinische Hilfe. Mein Sohn hat gerade eine Nuss verschluckt und kann nicht mehr atmen. Hallo, ich brauche dringend medizinische Hilfe. Mein Sohn hat gerade eine Nuss verschluckt und kann nicht mehr atmen. Guten Tag. Beruhigen Sie sich bitte. Wo sind Sie gerade und wie alt ist Ihr Sohn? Guten Tag. Beruhigen Sie sich bitte. Wo sind Sie gerade und wie alt ist Ihr Sohn? Ich bin zu Hause und mein Sohn ist 7 Jahre alt. Ich bin zu Hause und mein Sohn ist 7 Jahre alt. Gut. Wir werden sofort Hilfe schicken. Bleiben Sie bitte am Telefon und beantworten Sie meine Fragen. Gut. Wir werden sofort Hilfe schicken. Bleiben Sie bitte am Telefon und beantworten Sie meine Fragen. Hat Ihr Sohn Husten oder Würgen versucht? Hat Ihr Sohn Husten oder Würgen versucht? Ja, er hat versucht, zu husten, aber es geht nicht. Ja, er hat versucht, zu husten, aber es geht nicht.
In Ordnung. Wir schicken einen Krankenwagen zu Ihnen nach Hause. In Ordnung. Wir schicken einen Krankenwagen zu Ihnen nach Hause. Versuchen Sie, Ihren Sohn zu beruhigen, und halten Sie ihn aufrecht. Der Krankenwagen ist in wenigen Minuten da. Versuchen Sie, Ihren Sohn zu beruhigen, und halten Sie ihn aufrecht. Der Krankenwagen ist in wenigen Minuten da. Danke. Ich bin so erleichtert, dass Hilfe unterwegs ist. Danke. Ich bin so erleichtert, dass Hilfe unterwegs ist. Kein Problem. Wir sind hier, um zu helfen. Kein Problem. Wir sind hier, um zu helfen. Bleiben Sie bitte am Telefon, falls sich der Zustand Ihres Sohnes verschlechtert. Bleiben Sie bitte am Telefon, falls sich der Zustand Ihres Sohnes verschlechtert. Verstanden, danke. Verstanden, danke. Hallo, hier spricht der Rettungsdienst. Was ist passiert? Hallo, hier spricht der Rettungsdienst. Was ist passiert? Hallo. Wir haben hier einen 7-jährigen Jungen, der eine Nuss verschluckt hat und nicht mehr atmen kann. Hallo. Wir haben hier einen 7-jährigen Jungen, der eine Nuss verschluckt hat und nicht mehr atmen kann. Bitte fahren Sie so schnell wie möglich zu seiner Adresse und bringen Sie ihn ins Krankenhaus. Bitte fahren Sie so schnell wie möglich zu seiner Adresse und bringen Sie ihn ins Krankenhaus. Verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Bitte bleiben Sie am Telefon, damit wir Ihnen Anweisungen geben können, bis wir da sind. Bitte bleiben Sie am Telefon, damit wir Ihnen Anweisungen geben können, bis wir da sind.